Ich bin Tom von Nine und eigentlich wollten wir im Büro ein Videointerview machen mit Sebastian Nickel, unserem Plattform-Ingenieur. Aber nach Corona sitzen wir jetzt alle im Homeoffice und dann haben wir gedacht, wir probieren das auch via Videocall aufzuzeichnen. Genau, ja. Nick, du bist jetzt schon seit über 5 Jahren bei uns im Plattform-Team als Plattform-Ingenieur. Ja, genau. Und du hast da maßgeblich bei der Nine Managed GK-Lösung mitentwickelt. Kannst du da erzählen, wie es da läuft? Ja, also bei uns läuft es ganz gut. Wir haben sehr viel zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt genug Tasks, auch noch sehr viel im Backlog. Aber im Grunde genommen haben wir einen ziemlich hohen Durchsatz an Features. Generell Nine Managed GKE ist unser Produkt im Grunde genommen, wo wir Zusatzsoftware oder Admin-Dienste auf Kubernetes, auf Google Kubernetes Engine da anbieten. Das heißt, wir installieren Tools, die einfach noch hilfreich sind, um das Kubernetes-Erlebnis da zu verbessern. Wir sind generell ein kleines Team, derzeit sind wir noch 5 Leute, was eventuell bald mehr wird. Und ja, wir achten halt ziemlich viel auf einen hohen Automatisierungsgrad, gerade dadurch, weil wir so wenig Leute sind, und auch Snowflakes. Also Snowflakes sind auch beispielsweise für uns ein ziemlicher, sagen wir mal, Dorn im Auge, weil das dann doch ziemlich viel Aufwand bedeutet. Deswegen haben wir eigentlich einen hohen Automatisierungsgrad durch eine CI/CD-Pipeline gebaut, die im Grunde genommen aus GitLab, aus Terraform und auch aus Helm besteht. Wir machen Merge-Requests, das heißt, keine Changes gehen nach Production, bevor da nicht irgendjemand noch drüber geschaut hat. Und auch die Merge-Requests, sage ich mal, helfen sehr stark, das Knowledge im Team zu verbreiten. Wir machen in letzter Zeit relativ viel Software-Development auch mit Golang. Da ist natürlich noch nicht jeder so experienced wie da die Besten im Team, und es hilft extrem, da andere Leute, wie auch mich, auf Speed zu bekommen. Okay, cool. Eine häufig gestellte Frage von Kunden ist, warum brauche ich das Nine Managed GK? Warum kann ich nicht meine Container direkt bei Google laufen lassen, weil das ist ja auch managed? Das ist korrekt. Google managt natürlich die Kubernetes-Plattform unten drunter, was wir auch zu schätzen wissen, weil das ist doch ziemlich viel Arbeit. Wir sehen unseren Dienst eigentlich mehr darin, dass wir, wie bereits gesagt, Software on top installieren, die beispielsweise jetzt das Monitoring ermöglichen oder auch ein Logging-Output im Grunde genommen von den Containern abfassen. Das kann man auch bei Google haben. Aber wir sind natürlich bei der Produktentwicklung ziemlich stark auf dem Schweizer Produkt fokussiert. Und Stackdriver beispielsweise, was das Monitoring und Logging-Projekt da von Google ist ein globales Projekt. Das heißt, da bleiben die Daten nicht garantiert in der Schweiz, wodurch wir uns entschieden haben, da eigene Lösungen zu etablieren. Weiterhin beispielsweise betreiben wir auch für Development-Zwecke oder bieten wir ein NFS-Produkt an. Das kann man auch bei Google beispielsweise beziehen, aber zu einem wesentlich höheren Preis. Und ja, wir kümmern uns generell auch um Security-Sachen. Das heißt, wenn wir Software installieren, dann muss die natürlich dementsprechend Best-Practice-mäßig installiert sein. Man sieht es öfters noch, dass einfach Softwarekomponenten beispielsweise Cluster-Admin Access auf den gesamten Kubernetes-Cluster brauchen, was uns meistens ja nicht ganz oder eigentlich immer nicht so gefällt und wo wir dann Workarounds beziehungsweise Lösungen etablieren müssen, dass das besser wird. Ein Beispiel dafür beispielsweise ist Argo CD, was per Default eigentlich Cluster-Admin oder zumindest Zugriff auf alle Namespaces benötigt. Und dort haben wir über unseren Namespace-Controller da eine Möglichkeit geschaffen, dass der Kunde entscheiden kann, zu welchen Namespaces Argo CD Zugriff haben sollte. Ja, genau. Weiterhin ist es auch so, dass beispielsweise durch uns ein Ansprechpartner einfach vorliegt. Also wir stehen öfters mit Kunden im Kontakt. Und dann kommen dort gewisse Fragen auf, wie soll ich Sachen konfigurieren, was sind die Best Practices, wie soll ich denn jetzt mein Deployment da auf Kubernetes bekommen. Und das ist auch noch ein Support, den wir im Grunde genommen da neben der Softwareentwicklung und der Konfiguration anbieten. Okay, und jetzt kannst du vielleicht noch erzählen, diese Tools, die ihr integriert in das Nine Managed GKE, zum Beispiel Argo CD und so, woher kommen die Ideen, was ihr da als nächstes integriert? Ja gut, also die Ideen kommen von mehreren Seiten, sage ich mal. Einerseits natürlich vom Kunde selbst. Dadurch, dass wir Support anbieten für Sachen, kommen natürlich Fragen auf.
wie man gewisse Sachen machen muss. Und dann stellen wir selber fest, na gut, okay, das ist noch nicht richtig kundenfreundlich, hier sind zu viele Schritte nötig, es ist zu komplex. Und daraus entstehen einfach dann Ideen, ja, gewisse Software zu entwickeln, die Sachen automatisiert oder einfacher macht. Andererseits nutzen wir natürlich Managed GKE auch selber für eigens deployte Software da, und das natürlich außerhalb unserer Abteilung. Das ist in der IT-Abteilung, und dort kommen natürlich auch genauso Fragen. Ja, wie empfiehlt ihr denn jetzt Secrets beispielsweise zu handeln? Jeder spricht von GitOps, aber wohin soll ich denn die Secrets jetzt speichern? Und da kommen dann auch Lösungsmöglichkeiten bzw. Ideen auf, wie man das handeln kann. Und weiterhin ist natürlich auch bei uns so, wie bereits gesagt, die Lokalisierung ist ein großer Faktor, dass die Daten in der Schweiz bleiben. Und wenn dann bei Google ja Produkte anders laufen oder beziehungsweise Implementierungen anders laufen, dann müssen wir uns auch Gedanken machen, wie wir da Workarounds schaffen können. Okay. Ja, das interne IT-Team hat ja alle Ressourcen von OpenShift auf GKE umgezogen. Ja. Und ihr wart da beteiligt an der Evaluation von einer Nachfolgelösung für OpenShift und seid dann schlussendlich auf Google gekommen. Wo siehst du die Hauptvorteile von dem GKE, wie es Google anbietet? Wie du bereits gesagt hast, haben wir vorher eine Evaluierung gemacht, und dort haben wir auch einfach andere Cloud-Anbieter evaluiert. Wir haben damals eigentlich schon festgestellt, dass uns die Kubernetes-Variante von Google am besten gefällt. Sie ist ziemlich plain, also sie ist ziemlich vanilla. Das hat uns ziemlich gut gefallen, weil man dazu auch viel Dokumentation bzw. Problemstellungen im Netz findet. Weiterhin setzt Google das, wie es bekannt ist, ja innerlich oder innerhalb der Firma schon längere Zeit ein. Haben auch dementsprechend Erfahrung da mit Borg, und das schafft natürlich auch Vertrauen. Wir haben dann auch den Support beispielsweise von Google mal ausprobiert und haben auch weiterhin während der Entwicklung natürlich da relativ viel Support benötigt. Und da ist uns auch aufgefallen, dass man da relativ schnell zu Engineers dann durchkommt, und das ist sehr, sehr, sehr hilfreich, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, auch die weiteren Cloud-Dienste, die sonst noch angeboten werden, ist ein großer Teil. Was natürlich inzwischen auch auf andere Cloud-Anbieter wie Azure beispielsweise jetzt ausweitbar ist. Und natürlich der ganz erste Faktor war natürlich, Google ist in der Schweiz. Google hat ein Datacenter in der Schweiz, und das war im Grunde genommen der erste Anstoß davon, Richtung Google zu schauen. Okay. Wenn man eine Applikation migriert von klassisch Bare Metal LAMP-Installation auf Container, da gibt es ja viele Hürden. Wo siehst du die Hauptvorteile, wenn die Applikation mit Container läuft? Ja, also einerseits finde ich, oder das Team, würde ich sagen, weil wir hatten das Thema erst vor kurzem, findet beispielsweise, dass das OS ist abgekapselt, beziehungsweise der Container, die Applikation wird im Container gekapselt, das heißt Abhängigkeiten werden zusammengehalten, und man hat nicht mehr unbedingt diese starke Integration von OS und Software-Libraries. Das finde ich ziemlich gut, das vereinfacht das Deployment und natürlich auch die Erstellung von mehreren Environments. Das ist ein großer Vorteil. Ja, und ansonsten die Skalierung. Jeder spricht immer sehr viel über Skalierung mit Containern, und das ist auch wunderbar, aber die App muss es natürlich auch unterstützen. Das muss man ganz klar sagen. Das sehe ich noch relativ häufig, dass dann da Sachen im Grunde genommen beziehungsweise Applikationenabhängigkeiten auf was haben, was dann halt die Skalierung im großen Maße noch nicht so vereinfacht oder verhindert, sagen wir es mal so. Und dort muss man dann öfters auch noch ansetzen. Wenn du jetzt eine Bare Metal Installation hättest und auf Container migrieren willst, wo würdest du anfangen? Also das Wichtigste, was ich meistens sage, ist, kenne deine Applikation. Wie gerade eben schon gesagt, sollte man ziemlich genau wissen, was braucht denn seine Applikation? Wie wird sie konfiguriert? Was hat sie für Abhängigkeiten? Muss ich irgendwo auf Shared Storage beispielsweise schreiben? Weil das ist auch in der Kubernetes-Welt immer noch oder öfters mal ein Problem einfach. Bezüglich der Skalierung dann. Und dann müsste man vielleicht auch noch sagen, dass nicht unbedingt jede Applikation zwingend containerisierbar ist. Also es gibt einfach Sachen, die wurden in der Vergangenheit einfach überhaupt nicht mit Containerisierung im Hintergrund gebaut. Und das sollte man dann vielleicht auch noch versuchen, da outzusourcen und nicht im beispielsweise Kubernetes-Cluster laufen zu lassen.
Ansonsten würde ich sagen, wenn man weiß, wie seine Applikation zusammenhängt und aus welchen Teilen sie besteht, ja, dann ist der ganz normale Schritt meistens die Docker-Files zu bauen, die Instruktion da hineinzuschreiben und dann erstmal ein normales Image zu bekommen. Der Schritt von dem normalen Container dann auf Kubernetes ist aber immer noch mal dann ein größerer, weil Kubernetes doch noch wesentlich mehr Konzepte beispielsweise zusammenhält und dort kann es dann schon hilfreich sein, ja, einfach mal anzufragen oder beziehungsweise im Netz zu suchen, was sind Best Practices, wie kann ich Sachen konfigurieren und ja, was soll ich noch beispielsweise beachten bei Kubernetes. Okay. Ich glaube, wir können den Kunden nicht von A bis Z aufzeigen, wie man hier eine Applikation auf Kubernetes transformiert. Also danke vielmals für deine Infos. Es war interessant. Ja, merci vielmals.